Heute bei den Lately News ist ein Jugendlicher nachts in eine Schule in Freiburg eingebrochen, nur um in einem Klassenzimmer einzuschlafen. Von der Polizei am nächsten Morgen gefragt, warum er dort eingebrochen ist, meinte der Jugendliche nur, dass das Klassenzimmer der einzige Ort auf der Welt für ihn ist, wo er immer noch am besten einschlafen kann. Die Polizisten ließen den Jugendlichen selbstverständlich weiterschlafen und nahmen unverzüglich das deutsche Bildungssystem fest. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir Florian Strehlitz, bekannt aus unzähligen Arbeitssicherheitsvideos. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die RTL 2 Nachrichten auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus Berlin. Meine Tante Erna schafft es leider immer wieder beim Ausparken, das eine oder andere Auto dabei mitzunehmen. Was stehen die aber auch im toten Winkel, wenn meine Tante Erna beim Ausparken den Death-Metal-Sender im Radio sucht. Etwas Ähnliches konnte man an einer Kreuzung in Berlin-Mitte erleben. Denn dort fuhr ein DHL-Fahrer auf einen anderen DHL-Transporter auf. An sich etwas, das recht häufig in Berlin passiert oder aber bei der DHL weltweit. Jedoch dachten sich 3 andere Paketdienstleister von TNT, GLS und DPD, die auch an der Kreuzung standen, was die DHL kann, können wir doch schon lange, und fuhren nun auch in die beiden DHL-Transporter. Leider entstand ein noch größerer Schaden, als beim eingetroffenen Polizeiwagen die Handbremse vergessen wurde zu ziehen und dieser nun in einen Krankenwagen rollte. Was für Idioten, dachte sich noch der Fahrer der anrückenden Feuerwehr, als diese in den Porzellanladen gegenüber vom Unfallort fuhr. Verletzt wurde am Ende niemand, aber der Sachschaden nach 5 Tagen, denn so lange ging das noch weiter, liegt bei geschätzten 11,3 Milliarden Euro. Währenddessen in Schenefeld. Um Geld aus einer Bank zu klauen, denken sich Räuber immer wieder die komischsten Sachen aus. Sei es, sich als Geldtransportfahrer zu verkleiden und so die Bank, um mir Geld zu erleichtern. Doof nur, wenn man dann in der Bank auf 10 andere Geldtransportfahrer trifft, die die gleiche Idee hatten. Oder man buddelt einen Tunnel vom gegenüberliegenden Gebäude, um in den Tresor der Bank zu gelangen. Nur um dort aber zu bemerken, dass 5 andere Bankräuber die gleiche Idee hatten und man nun per Schnick, Schnack, Schnuck ermittelt, wer die Beute mitnehmen darf. Oder man macht es sich noch einfacher, wie ein paar Bankräuber in Schenefeld, die für ihren Coup einen Linienbus klauten und dann mit diesem frontal in einen freistehenden Geldautomaten donnerten, um an dessen Geld zu kommen. Was damit endete, dass der Geldautomat nicht einmal einen Kratzer hatte, während der Linienbus ein Totalschaden war. Klassischer Anfängerfehler, denn es gilt, Geldautomat schlägt Linienbus, Linienbus schlägt Batman und Batman knackt jeden Geldautomaten. Denn nur deshalb hat Batman so viel Kohle. Derweil in Sydney. Ich bin immer wieder fasziniert davon, dass man immer öfter in Geschäften, Arztpraxen und Edelbordellen Zimmerpflanzen sieht, die verdammt echt aussehen, aber aus Plastik sind. Nur genau deswegen befinde ich mich recht häufig in Geschäften, Arztpraxen und Edelbordellen. Nur deswegen. Umso weniger war ich überrascht von einer Geschichte einer Frau in Sydney, die sich jahrelang hingebungsvoll um eine kleine Sukkulente kümmerte. Und nein, Sukkulenten sind nicht die Vögel, die man zu Weihnachten sich zu essen macht, sondern eine kleine Kakteenart. Die Frau hat ihre Sukkulente täglich gepflegt, jedes einzelne Blatt entstaubt und sogar einen Zeitplan für das Gießen der Pflanze erstellt. Auch durfte sich niemand anderes um die Sukkulente kümmern, weil sie der Frau in den letzten 5 Jahren einfach so sehr ans Herz gewachsen war. Leider stellte die Frau dann beim Umtopfen mit Erschrecken fest, dass die kleine Sukkulente, die sie nun schon seit Jahren so liebevoll gepflegt hatte, aus Plastik war. Und was mich dabei eigentlich am meisten enttäuschte war, dass ihr Mann seiner trauernden Frau auch keine echte Hilfe war. Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Rente und Co. Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Rente und Co. Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News.
Mein Steuerberater hat mir erst kürzlich empfohlen, mich mehr um meine Rente zu kümmern. Er hat es zwar positiv hervorgehoben, dass meine exorbitante Pfandflaschensammlung im Keller sicherlich eine gute Alternative zur gesetzlichen Rente ist, nichtsdestotrotz sollte ich aber mehr für meine Rente tun. Also machte ich mich auf den Weg, um im Getränkemarkt weitere Flaschen auszugießen, um dann die leeren Pfandflaschen in die von mir mitgebrachten Taschen zu verstauen. Da ich schon in der Schule sehr gut im Debattieren war und auch damals der Revolver in meiner Hand sein Teil zu meinen überzeugenden Argumenten lieferte, konnte ich das Rente und Co. Magazin, das an der Kasse im Getränkemarkt lag, kostengünstig mitnehmen. Aber im Gegensatz zu meinen Pfandflaschen stellte sich das Rente und Co. Magazin dann doch eher als Rohrkrepierer heraus, da dort kaum Tipps für alternative Rentenmöglichkeiten wie Erpressung, Aktienbetrug oder Tipps für Enkeltricks drin standen. Deshalb sei gewarnt, Rente und Co. Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort unter der Beobachtung meines Steuerberaters, sobald er meinen Flaschenpfand eingelöst hat. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.